Arbeitest du mit deiner Dualseele zusammen? Hast du sie auf der Arbeit kennengelernt oder lieben gelernt oder beides? Tja, dann bist du nicht allein und im heutigen Video möchte ich darauf eingehen, denn es ist eine Situation, die, wie ich finde, sehr, sehr häufig vorkommt. Ist ja auch kein Wunder, ne? Wir verbringen sehr viel Zeit bei der Arbeit, zumindest ich. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Und dann ist es normal, dass man andere Menschen trifft und natürlich auch diese eine Person, die einfach anders ist als alle anderen, die so viel mehr in euch auslöst als jemals jemand zuvor und die euer ganzes Leben auf den Kopf stellt. Jetzt gibt es natürlich gewisse Herausforderungen, wenn da Arbeit ist, weil ihr merkt plötzlich, ich kann Arbeit und also Geschäftliches und Privates nicht mehr trennen. Es ist nicht nur einfach so ein Flirt, sondern da ist wirklich so eine intensive Anziehung oder so eine intensive Verbindung, die anfängt, den ganzen Arbeitsalltag so auf den Kopf zu stellen, ein bisschen. Ich berichte jetzt einfach so ein bisschen aus Kundengeschichten, ne, die ich so natürlich immer anonym und ich mache das ja immer im Guten einfach, damit ich euch weiterhelfen kann, die nicht mit mir arbeiten. Aber ja, ich darf das sicher einfach anonymisiert mal teilen, dass da alles Mögliche stattfindet. Ganz oft, was ganz oft ist, dass wirklich diese Anziehung so groß ist, dass da aber einer oder beide halt verheiratet sind, wie fast immer in Dualseelen-Szenarien. Ne? Da ist immer einer oder der andere besetzt und ist deshalb nicht einfach so schnell zu bewältigen, von wegen, hey, lass uns doch zusammen sein. Da steht da halt eine, zwei Ehen im Wege. Und dann spüren aber beide diese starke Anziehung, dieses Unerklärliche, noch nie Erlebte, von wegen Telepathie, Anziehung, Träume, Zeichen, Zufälle, alles Mögliche. Und dann liegt das doch irgendwann nahe, wenn das jetzt nicht einfach so umsetzbar ist, von wegen, lass uns doch zusammen sein, dass einer oder respektive die Person, die sich mir hier dann anvertraut, denkt, hey, ich sollte wohl die Arbeit wechseln. Ne? Ich glaube, ich kann da nicht widerstehen. Das ist zu stark, dieser Zug zu dieser Person hin, diese Anziehung, dieser Draw, ne? Dieses wirklich Ziehen zu dieser Person hin. Ich kann mich so nicht mehr konzentrieren bei der Arbeit. Ich kann so nicht weitermachen und ich würde doch jetzt einfach am besten was Neues suchen, um diese Verbindung so zu kappen. Und vielleicht kann ich einigen von euch so ein bisschen das Leben erleichtern oder die eine oder andere Stelle sparen, indem ich sage oder mit euch teile, dass es nichts bringt. Ne? Also da wurden wirklich schon Städte gewechselt, es wurden schon Arbeitsstellen gewechselt, es wurde intern Radau gemacht, dass man doch jetzt endlich in die Filiale nach Hamburg befördert wird und endlich aus diesem München wegkommt, um diese Anziehung nicht mehr zu haben, um das nicht mehr zu spüren. Und ne, wurde ruckzuck oder eben nicht ruckzuck irgendwann dann umgesetzt und man merkte, hey, der ist immer noch einfach bei mir. Ne? Jetzt bin ich ihm zwar aus dem Weg gegangen, ausgewichen und trotzdem ist immer noch präsent. Ich träume von ihm, ich denke an ihn. Vielleicht will das Schicksal dann auch, dass der Gute dann auch noch nach Hamburg verlegt wird und ihr wieder gleich weit seid und so weiter. Es gibt wirklich alles Mögliche. Es gibt auch, dass dann, wenn die Stelle gewechselt wird, dass dann sich das Private annähert, ne, dass es irgendeinen Vorwand gibt, wo man dann zusammen irgendwie doch irgendwie was anschauen muss oder bewerkstelligen muss und man wird auf diese Weise zusammengeführt. Also ihr könnt sozusagen dem Schicksal nicht entweichen. Wenn es sein soll, dass ihr mit dieser Person was zu bewerkstelligen habt, was zu klären habt, respektive kurzen Dualseelenprozess zu durchlaufen hat von ein paar Jahren, dann soll das halt so sein. Ja, es gibt noch viele weitere Szenarien, wo man wirklich dann, ne, oder auch versucht zu reduzieren, nicht so viel zu arbeiten. Oder ich habe schon gehört, immer freitags ist er im Büro, dann versuche ich da gar nicht erst hinzugehen, weil das ist so intensiv und ich brauche ihn nur anzuschauen, wenn ich in den Raum komme. Ich spüre, er spürt genau dasselbe wie ich. Er spürt diese Anziehung auch. Er ist ganz anders, wenn ich da bin. Alle anderen spüren es. Das ist auch oft eine Angst, dass man denkt, hey, kriegen die anderen das eigentlich mit? Ne? Und ich kann euch sagen, ja, man kriegt sowieso immer alles mit. Ne? Man kriegt mehr mit, als man denkt, auch wenn ihr subtil versuchen zu sein, oder ja, naja. Ähm, und diskret, nicht subtil, diskret. Man kriegt Liebe mit, man kriegt Anziehung mit,
Die anderen sind nicht so dumm, wie sie vielleicht ausschauen. Kann ich das sagen? Ja. Ähm, Ich meine mehr damit, ne, auch wenn das jetzt nicht die sensibelsten Menschen sind, keine hochsensiblen, erwachten alten Seelen unbedingt sind, die Mitarbeiter, so ne, spürt man doch, wenn da zwischen zwei Menschen sowas Starkes ist wie Liebe. Genau. Also, ich will mit diesem Video mehr sagen, dass es völlig normal ist, dass ihr bei der Arbeit vielleicht auf eure Dualseele trifft und dass das ganz eigene Herausforderungen mit sich bringt, nämlich wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich noch professionell sein, wenn ich merke, ich verliere hier so ein bisschen die Kontrolle über mich selber, über unsere Dynamik, mich und diese andere Person hat betrifft, über unsere Austausche, über ne, alles. Ich verliere die Kontrolle, ich fühle mich ausgeliefert, ich kann mich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren, ich riskiere so meinen Job. Und da diese möglichen Ausflüchte, ne, von wegen, wie ich gesagt habe, Job wechseln, wegziehen, kündigen, neue Arbeitsstelle suchen, tageweise nicht auftauchen, Meetings meiden, eine Beförderung verlangen, all diese hübschen Sachen. Also wenn ihr da dazugehört, ihr seid nicht alleine, geht vielen so, ist ganz häufiger Ort, auf die Dualseele zu treffen, hat die eigenen Herausforderungen, wenn man sich halt wirklich täglich sieht, was in anderen Szenarien jeweils nicht so ist, wenn man weit auseinander wohnt oder mal zusammen war, aber dann blockiert ist oder was auch immer. Und ihr könnt einfach vertrauen, dass wenn ihr in so einer Situation seid, dass das genauso sein soll, dass ihr nichts kriegt, was ihr nicht handeln könnt und dass ihr da gewisse Infos, Input kriegt von anderer Seite, die ihr für eure eigene Entwicklung einsetzen könnt und nutzen könnt, wie das halt immer ist im Dualsinnprozess. Scheinbar soll eure Situation dann so sein, dass ihr in diesem regelmäßigen Kontakt steht mit der Dualseele und dass da, ne, wie gesagt, gewisse Infos fließen, gewisse Trigger ausgelöst werden, gewisse Gespräche geführt werden, gewisse Nähe, Distanz, Dynamik vielleicht vonstatten geht. Auf jeden Fall, es gibt keine Zufälle, es gibt auch keine Unfälle vom Universum, das ist alles so gedacht. Nutzt es für euch, nutzt die Infos, die ihr kriegt, nutzt die Inputs, die ihr kriegt, genießt auch einfach die schöne Zeit der Zweisamkeit, wenn diese zustande kommt. Und ja, entspannt euch und nehmt alles Schritt für Schritt. Wenn ich euch unterstützen darf, bin ich gerne für euch da. Ich habe so jedes Szenario schon mal miterlebt durch Kunden und Kundengeschichten. Ich fühle mich imstande, euch da ideal zu begleiten. Ich freue mich, wenn ihr euch angesprochen fühlt und ich sage bis dann. Danke fürs Vertrauen. Tschüss.